kannst nichts dagegen machen, dass ich Felix treffe. Es ist mein Recht. Du? Du hast überhaupt keine Rechte. Andi, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Die Aktion mit der Klinik, das war echt Weltklasse. Ach was. Doch. Weißt du, ich hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass du trotz allem so lieb bist. Können Sie mir vielleicht sagen, warum das da vorne nicht weitergeht? Da hat ein Mann mitten auf der Straße einen Heiratsantrag gemacht. Ja, das war so romantisch. Vielen Dank. Gibt's doch nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Komm, lass mich einfach wieder runter. Ja, endlich. Ja, ich habe mich wirklich beeilt. Ja. Und wenn ich gleich nach oben gehe? Endlich! Ohne dich kommen wir nicht weiter. Mama, Marie, wo warst du? Im Stau. Und warum hast du nicht angerufen? Henning lag zu meinen Füßen. Und es war der erste Stau, den ich verursacht habe. Wie hattet ihr einen Unfall? Wir heiraten. Gratuliere! Schön. Wird doch endlich Zeit, Schwager. Ihr heiratet? Glückwunsch. Danke. Danke dir. Darauf stoßen wir an. Im Kühlschrank muss noch Sekt von der Party sein. Viel Glück, Marie. Oh, noch mehr Glück wäre unverschämt. Also ihr übt jetzt schon mal küssen und ich hol die Gläser. Okay? Willst du auch einen auf das glückliche Paar? Der löst deine Probleme genauso wenig wie deine Bemerkung im Schneiders. Was ist jetzt auf einmal los? Marc, ich habe Henning geliebt. Und wenn du das Gegenteil behauptest, dann... Ja, kommt nicht wieder vor, aber versprochen. Und jetzt fertig, bitte. Obwohl, du hast eigentlich recht. Die beiden sind die Kopfschmerzen nicht wert. Hochzeit hin oder her. Welche Hochzeit? Also, Henning hat Marie einen Heiratsantrag gemacht. And now we'll talk about Juliet's... Come in, please. Entschuldigung. Unser Fahrer hatte... In English, please. Sorry. Our driver had a plate. Pardon? Ja, einen Platten. Today, you sit here. Hä? Please. Shit, das Referat. Ich hoffe, Sie haben eine gute Ausrede. Also, Sie werden es nicht glauben, aber ich hab's vergessen. 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 Zu Hause auf dem Schreibtisch. Dann berichten Sie uns eben in groben Zügen aus dem Kopf, was Sie über das Leben von William Shakespeare herausgefunden haben. Viel. So viel, dass ich mir das jetzt unmöglich alles merken konnte. Deswegen bin ich auch ohne meine Notizen total aufgeschmissen. Das Referat war Ihre einzige Chance, Ihr bescheidenes Punktekonto aufzubessern. Könnte Franzi das Referat nicht nächste Stunde halten? Ja. Ihr Vortrag wäre heute an der Reihe gewesen. Mann, Frau Aselmeier, man wird ja wohl mal was vergessen dürfen, oder? Ja, machen Sie nur so weiter und Sie können Ihr Abitur vergessen. Montag. Ja, Ihr Termin mit Klasen, falls Sie noch interessiert sind. Ja, natürlich bin ich interessiert. Ihre Gedanken sind aber ganz woanders. Sitzen Sie mal in einem Aufzug fest. Ein chinesisches Sprichwort sagt... Montag. Ihr Ex-Mann war bestimmt auch nicht begeistert.
Und denken Sie sich eine Erklärung aus, eine gute Erklärung, warum ich vorhin verhindert war. Tja, wie Sie wünschen. Oh, Marie, schön, dass du anrufst. Hast du nachher schon was vor? Nein, warum? Henning und ich haben uns verlobt. Was? Ihr wollt heiraten? Ja. Ist das nicht irre? Ja. Ich gratuliere. Das muss natürlich gefeiert werden. Ja, deshalb rufe ich an. Hast du Lust, später im Schneiders vorbeizukommen? Ja, gern. Aber Martin wird auch da sein, oder? Ich meine, dein Vater wird nicht gerade entspannen, wenn er mich sieht. Na, vielleicht könnte er mir zuliebe eine Art Waffenstillstand schließen. Martin, eins solltest du vielleicht noch wissen. Marie hat auch Silvia zur Hochzeit eingeladen. Also mach doch keine Sorgen. 1-2 Stunden werde ich ihre Anwesenheit schon aushalten. Wir hatten gehofft, dass du so reagierst. Ja. Außerdem ist noch gar nicht sicher, ob sie kommt. Dann besteht ja noch Anlass zur Hoffnung. Hallo, Cecile. Hi, gerade wollte ich dich anrufen. Warum? Hast du wieder irgendwas vergessen, was du mir vorbeibringen möchtest? Ich wollte dich treffen, um dir zu sagen... Ich meine, ich wollte verhindern, dass du es von irgendjemand anders erfährst. Zu spät. Wer sich zur Rush-Hour auf den Asphalt kniet, sollte mit sowas rechnen. Oh, du hast es gesehen? Nein, aber Marc. Verstehe. Dann verstehst du sicher auch, dass ich nicht weiter mit dir darüber sprechen will. Schmeckt's nicht? Doch, super. Bei Liebeskummer hilft es auch. Nicht. Was soll's? Die Asima hätte mir eh nicht geglaubt. Warum sagst du nicht, was wirklich los ist? Damit die ganze Schule weiß, was mit meiner Mutter ist. Nee, auf gar keinen Fall. Das kann man auch unter 4 Augen klären, Franzi. Ja, dann heißt es, ich schleim mich bei der Asima ja ein. Und außerdem hätt's eh keinen Sinn. Es geht um deine Abi-Note. Dir ist nicht zu helfen. Wir haben gleich Deutsch. Ich zahle schon mal, ja? Hi. Eine Cola und einen Eisbecher. So lange bin ich doch gar nicht hier, dass ich was falsch gemacht haben könnte. Franzi hat Stress in der Schule. Kann ich hier irgendwie helfen? Nicht mal im Wunder könnt die Asima ja umstimmen. Alexa, wir können. Ciao. Nimm's nicht persönlich. So, und der Tisch wäre jetzt dann auch soweit. Oh, danke, Angelo. Fehlt nur noch euer letzter Gast. Ah, da kommt sie. Bitte entschuldigt meine Verspätung. Guten Abend, Marie. Schön, dass du es einrichten konntest. Ich freue mich so für euch. Machen Sie meine Tochter ja glücklich. Das Versprechen musste ich auch Martin schon geben. Tut mir leid, dass ich dir zuvor gekommen bin. Solange wir nicht den gleichen Einfall bei den Geschenken haben. Danke. Prost! Auf eure Zukunft. Ja, zum Wohle. Habt ihr einen besonderen Wunsch? Mein größter Wunsch ist doch schon in Erfüllung gegangen. Meiner auch. Dann nochmals. Alles, alles Gute. Und alles Glück der Erde. Ja. Danke. Alles gut. Danke. Schön, dass du doch noch aufgetaucht bist. Ich hatte heute Morgen schon versucht, dich zu erreichen, aber deine Sekretärin wusste nicht, wo du steckst. Im Fahrstuhl. Wie, stecken geblieben? Ach, das ist mir auch schon mal passiert. Das stelle ich mir total ätzend vor. Das war es auch. Bitte. Frau Aselmeier? Ja? Andi, Fritz. Es geht um Franziska von Weinbach. Sie hat da ja bekanntlich ein kleines Problem. Wenn Sie das vergessene Shakespeare-Referat meinen. Genau. Franziska hatte genauso viel Zeit wie ihre Mitschüler, um das Referat vorzubereiten. Aber wenn sie jetzt einen triftigen Grund hätte. Dann hätte sie mir den längst mit Engelszungen vorgetragen.
Ihre Mutter liegt seit einiger Zeit in einer Klinik. Und Franziska geht's wirklich schlecht. Sie macht sich wirklich ernsthaft große Sorgen. Das ist bedauerlich. Seit sie es erfahren hat, war Shakespeare quasi Sie konnte sich einfach nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Außerdem wollte sie nicht, dass jemand etwas mitbekommt. Und deshalb hat sie nichts gesagt. Ja, verständlich. Darf sie das Referat jetzt nachholen? Bitte. Franzi ist in einer ziemlich bescheidenen Situation. Und nur Sie können ihr helfen. Einverstanden. Unter einer Bedingung. Ich hoffe, die Küche konnte dem freudigen Anlass gerecht werden. Es war köstlich. Bitte tun Sie uns den Gefallen und setz dich endlich zu uns. Ja, wenn ihr unbedingt wollt. Darf ich? Danke schön. Möchte sonst noch jemand ein Espresso? Eine Cola. Ich würde einen nehmen. Ich auch, bitte. Ja, gerne. Wenn's dir nichts ausmacht. Also 5. Ich mach das schon. Danke sehr. Und die Cola nicht vergessen. Ja, deine Cola. Habt ihr denn schon konkrete Pläne für die Hochzeit? Fragst du im Allgemeinen oder interessiert dich eher, wer für das Essen verantwortlich ist? Wir haben natürlich an Sie gedacht. Dann werde ich mir was ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Ich glaube, ich nehme doch lieber einen Kaffee. Entschuldigt mich. Für mich bitte doch lieber einen Kaffee. Den bringe ich gleich. Im Fahrstuhl warst du gesprächiger. Bevor du dich zu weiteren Anspielungen hinreißen lässt. Wenn ich mich recht entsinne, warst du derjenige, der sich hat hinreißen lassen. Du musst dich täuschen. Für meine Begriffe sah es so aus, als hättest du mich küssen wollen. Ich konnte dich einfach nicht mehr länger halten. 2 Chancen hattest du, um mit mir glücklich zu werden. Eine dritte kriegst du garantiert nicht. Raus mit der Sprache, Andi. Was wolltest du von der Asselmeier? Jetzt sag bloß nicht Englisch-Nachhilfe für deinen Amerika-Trip. Franziska darf ihr Referat nachholen. Echt? Ah, da muss sie sich ranhalten. Ranhalten? Ja. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass sie noch nicht damit angefangen hat. Kennst sie doch. Oh, und ich darf ihr bestimmt wieder helfen. Mich wird sie wohl kaum fragen. Aber du hättest gerne, dass sie dich fragt. Ich möchte nur, dass sie ihr Abi packt. Klar. Wie hast du das geschafft? Ich bin hin zu Aselmeier und hab sie zugetextet. Sie hat sogar versprochen, dass sie dicht hält, was Franzis Mutter angeht. Und wie konntest du sie überreden? Ja, ohne Gegenleistung ging's natürlich nicht. Aber ich möchte nicht darüber reden, du verstehst. Wie? Du hast... Volle 2 Stunden. Für eine Anfängerin hat sie sich gar nicht mal so doof angestellt. Das ist abartig. Aber bitte sag Franzi nichts. Ich möchte nicht, dass sie glaubt, sie sei mir irgendwas schuldig, bloß weil ich mit Frau Aselmeier Motorrad gefahren bin. Du bist ein Idiot, weißt du das? Geschafft. Ja, es war ein schöner Tag. Sogar Martin und Silvia haben sich zusammengerissen. Stimmt. Die beiden waren richtig friedlich. Ja. Gott sei Dank ist Marc nicht zufällig vorbeigekommen. Oh, Marie, nicht schon wieder. Naja, das wäre doch nicht das erste Mal. Wir können doch nicht unser ganzes Leben lang Rücksicht auf die beiden nehmen. Ja, ich wollte auch eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Das Wichtigste ist, dass wir beide zusammen sind. Hey, du wirst doch wohl nicht in unserer Verlobungsnacht schlapp machen. Hallo? Hör auf.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich noch eine Überraschung für dich habe? Eine Überraschung? Was denn? Sei nicht so neugierig. Okay. Aber erst will ich noch einen Kuss. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wie rührend. Dann hat er also versucht, es dir ganz schonend beizubringen. Gut, dass mir das erspart geblieben ist. Jetzt weiß er wenigstens, dass wir beide über seine Hochzeitspläne informiert sind. Aber ich glaube, das geht ihm auch an. Naja, du warst schon vorbei. Wahrscheinlich. Willst du denn jetzt auf Schönberg wohnen bleiben? Eher nicht. Ich glaube, ich werde mir was anderes suchen. Das wird nicht dein Ernst. Was soll ich denn sonst machen? Entschuldige bitte, aber die trampeln beide auf deinen Gefühlen rum und du willst dann noch freiwillig ausziehen? Ich glaube, das ist jetzt das Richtige. Henning und Marie lieben sich und wollen heiraten. Daran können wir auch nichts mehr ändern. Gibt's keine wichtigen Papers mehr, die du noch lesen musst? Ich lasse den Tag einfach Revue passieren. Und, was kommt dabei raus? Das Essen im Schneiders war nett. Wieder erwarten. Tja, ich war auch skeptisch, ob es Silvia und mir gelingt, unsere Differenzen für ein paar Stunden zu vergessen. Hat ja geklappt. Ja, es gibt weitaus wichtigere Dinge, als sich mit Silvia zu streiten. Beatrice? Sie wäre bestimmt gerne dabei gewesen. Vielleicht ja zur Hochzeit. Ich würde es mir wünschen. Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Siehe Marie und Henning. Vielen Dank. Die Marke kommt mir bekannt vor. Tatsächlich? Seit wann kennen Sie sich mit Zigarillos aus? Nicht wirklich. Aber ich habe eine ziemlich gute Nase. Und wenn ich mich nicht irre, dann raucht Ihr Ex-Mann exakt Es wäre diese- besser, wenn Sie Ihren guten Riecher für meine Geschäfte in den Staaten verwenden würden. Es ist wirklich schade, dass Sie nicht mitfliegen können. Ja, wie Sie wissen, habe ich hier noch ein paar persönliche Dinge zu klären. Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mai, Sie verpassen Ihren Flug. Selbst eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Ihre Weisheiten werden mir wirklich fehlen. Mir Ihre Konsequenz. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Frau Jones. Ich Ihnen auch. Alexa, das klappt nie im Leben. Vertrau mir. Franzi ist nicht blöd, sie merkt das auf jeden Fall. Oh, endlich. Hi. Mann, auf der einen Seite bin ich jetzt super froh und auf der anderen Seite habe ich gar keinen Bock. Was genau hat die Asselmeier am Telefon gesagt? Naja, dass sie mir eine zweite Chance geben will. Okay, womit fangen wir an? Oh, ich muss eigentlich Bio machen. Nee, ne? Alex, du hast mir versprochen, mir zu helfen. Franzi, danach, ja? Ich beeile mich auch. Das gehört, glaube ich, dir. Hi. Hi, Andi. Seit wann interessierst du dich für Shakespeare? Schon immer. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Coole Line, besonders im englischen Original. Also wenn du jetzt auch noch was über Shakespeare und seine Zeit weißt. Ja klar, ich habe ja mal in der Schule ein Referat darüber halten müssen. Also auffälliger geht's echt nicht. Ich hab doch gesagt, es klappt nicht. Die Überraschung ist dir gelungen. Weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Du bist verrückt.
Warte, bis du erst den Inhalt siehst. Ja, und danke nochmal fürs Herfahren. Ach, ich muss mich für den Kaffee bedanken. Der war lecker. Kein Problem. Ja, mach's gut. Tschüss. Ach, und Marc? Ja. Denk nicht mehr so oft an Henning und Marie. Noch nie gehört die Namen. Träum was Schönes. Gute Nacht. Gefällt er dir? Das ist wunderschön. Also, the history is fighting. Die Geschichte kämpft? Ach Mann, so wird das nie was. Vielleicht hättest du doch lieber Andi fragen sollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nur wieder versucht, bei mir zu landen. Aber es ist schon süß, dass er sich das ganze Zeug deinetwegen reingezogen hat. Ach, es nervt. Egal, wo ich bin, taucht er auf. Und das alles nur, weil er anscheinend nicht verkraftet, dass ich mit ihm abgeschlossen habe. Wenn Andi nicht wäre, dann hättest du deine Mutter nicht gesehen und Yasim... Was ist mit der Aselmeier? Alexa, was hat Andi mit der Aselmeier zu tun? Andi hat sie weich geklopft. Echt? Martin hat uns ein Zimmer im Haus herrichten lassen. Du hast wohl an alles gedacht. Ich überlasse nichts mehr dem Zufall.